Hallo alle zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ein wirklich sehr überfälliges Video, denn, oh Gott, es ist jetzt tatsächlich ein Jahr auf den Tag genau her, dass wir hier in diese Wohnung eingezogen sind. Und seitdem wurde ich gefühlt zigmal gefragt, wann ich endlich mal eine Roomtour machen könnte. Und yay, jetzt endlich nach einem Jahr ist es soweit. Ja, es war nicht ganz einfach, diese Roomtour zu machen, weil mit Shiodi ist es ja immer so ein bisschen schwierig, weil sie im Hintergrund rumläuft und ja, da muss ich halt immer so ein bisschen aufpassen. Aber jetzt ist endlich der Tag. Jetzt ist es endlich soweit und ich zeige euch unsere kleine, bescheidene Wohnung. Da ich seit unserem Umzug ein paar neue Subscriber bekommen habe und die vielleicht nicht wissen, warum wir so spontan umgezogen sind, hier nochmal ein kleiner Rückblick. Als ich mit Shiodi schwanger war, sind wir in eine neue Wohnung gezogen, die etwas größer war. Die war eigentlich absolut perfekt. Nur das Problem war, sie war aus Holz. Und wie ihr vielleicht wisst, japanische Wohnungen sind wirklich sehr hellhörig. In der ersten Zeit ging es eigentlich relativ gut, aber sobald Shiodi angefangen hat zu krabbeln, zu laufen, zu springen und halt dann auch immer wieder dementsprechend umzufallen, hat sich der Nachbar unter uns ziemlich beschwert. Und auch der nebenan. Und der hat immer gegen die Wände geklopft, der von unten hat gegen die Decke geklopft. Also es war wirklich Psychoterror. Bis hin zu, ich glaube, ein-, zweimal, wo der Typ von unten sogar um 6 Uhr morgens in der Früh vor der Tür stand und mich aufs Blödste angemacht hat. Also es war wirklich totaler Psychoterror eigentlich letzten Endes. Mein Mann war auch ständig auf Geschäftsreise. Da war er noch an einer anderen Firma eingestellt. Also es war wirklich katastrophal. Deswegen haben wir beschlossen, noch vor der Rain Season, wo man ja gezwungenermaßen ziemlich viel drin ist, umzuziehen. Und sind dann halt hier gelandet. War echt keine schöne Zeit. Und jetzt sind wir halt in dieser Wohnung hier. Diese ist Concrete und dementsprechend super still. Also wir haben auch teilweise Familien im Haus und die hörst du teilweise gar nicht. Natürlich so ein bisschen, manchmal hörst du die Kinder schreien, aber ich würde sagen, nicht so krass, als wenn du in einer hölzernen Wohnung wohnen würdest. So, vielleicht nebenbei mal ein paar Eckdaten zur Wohnung erstmal, die ganz interessant sind. Vielleicht fragt ihr euch bestimmt alle, wie groß sie ist. Also, laut Vertrag ist diese Wohnung angeblich 46 Quadratmeter groß. Das hieße 10 Quadratmeter größer als unsere letzte Wohnung. Allerdings kommt die mir aber gar nicht jetzt so viel größer vor. Mein Mann schätzt sie auch eher auf 43 Quadratmeter, aber es ist auf jeden Fall besser als vorher. Und was euch sicherlich auch bestimmt interessiert, ist die Miete. Wir bezahlen jeden Monat Juma Yen. Das sind umgerechnet je nach Kurs, also gerade ist der Yen ja ziemlich schwach. Aktuell dürften es so, glaube ich, um die 750 Euro rum sein, was wirklich günstig ist. Deswegen haben wir die Wohnung auch sofort genommen. Ja, jetzt denkt man eigentlich, jetzt wäre alles perfekt, aber leider hat diese Wohnung auch ziemlich viele Defizite und die werde ich euch in meiner kleinen Roomtour hier genauer erklären. Ich würde sagen, wir starten am besten vielleicht mal im Wohnzimmer. So, diese Ecke hier werdet ihr bestimmt kennen von meinen Videos. Da hinten sitze ich dann immer vor dem Fernseher und nehme meine Labervideos auf. Das Zimmer ist eigentlich relativ hell und was euch bestimmt auffällt, man kann nicht durch die Fenster schauen. Das geht nicht. Das würde, glaube ich, auch ziemlich viele Leute stören. Mich in diesem Fall tatsächlich nicht, denn wir wohnen im Erdgeschoss und es ist mir ganz lieb, dass die Leute hier nicht reingucken können. Wir haben natürlich auch Gardinen, aber die sind tagsüber Gott sei Dank nicht notwendig. Und es kommt ein bisschen mehr Licht in die Wohnung. Und eine Sache, die ich schon gleich hier auszusetzen habe, das sind diese Regale hier, Metallregale. Hier haben wir eins stehen. Und hier haben wir ein größeres stehen mit Shiodis Sachen. Und ich muss sagen, ich hasse diese Regale wie die Pest. Und das ist eigentlich so ein, ich glaube, so ein gefühlter Running Gag in Japan. Also die Dinger sind zwar wahnsinnig praktisch und Männer scheinen diese Regale echt zu lieben, aber die sind halt optisch einfach potthässlich. Deswegen also konnte ich meinen Mann leider noch nicht überreden, diese 2 Regale irgendwie auszutauschen. Genau, und hier hinten ist mein kleiner Schminktisch. Was vielleicht auch ganz interessant zu wissen ist, das werdet ihr auch merken, warum die Wände hier ziemlich leer sind. Es ist eigentlich nicht erlaubt, sich irgendwas an die Wand zu hängen. Es dürfen keine Nägel rein und sogar auch nicht mal in Concrete-Wände. Aber sagen wir mal so ganz kleine Nägel, so wie jetzt zum Beispiel für die beiden Pinnenwände, die gehen noch. Denn man kann nämlich in diesen großen Bauhäusern so Füllmaterial holen. Das heißt dann, wenn man dann umzieht, kann man diese Löcher einfach füllen und dann quasi ja mit so einer Farbe drüber streichen. Und das ist dann, als wäre nichts gewesen. Das ist mir hier übrigens auch aufgefallen bei einigen Holzecken, dass der Vormieter wohl scheinbar irgendwie Löcher irgendwo reingemacht hat, für was auch immer, und die dann so ein bisschen ja sporadisch überdeckt hat.
Ja, das ist so ein bisschen mein kleiner Nerd-Corner. Also ich meine, früher in Deutschland hatte ich so ein riesiges Zimmer mit so viel Mangas und Merchandise und Games und überhaupt. Und jetzt ist es wirklich sehr, sehr, sehr reduziert. Vor allem auch hier. Das ist so meine Manga-Ecke mit meinem ganzen Zeug. Ja, ich habe irgendwie gelernt, sehr, sehr bescheiden zu leben in Japan, weil man halt auch einfach nicht den Platz hat. Ich habe zum Beispiel auch hier haben wir ein Storage drin. Da habe ich zum Beispiel auch noch einige Figuren stehen, die ich einfach nirgendwo hinstellen kann, weil der Platz fehlt. Ein Moment, japanischer Krankenwagen. Eine Sache, die ich hier auch echt irgendwie gerne mehr hätte, sind Pflanzen. Einfach mal so ein bisschen mehr grüner. Aber das Problem ist, dadurch, dass wir im Erdgeschoss wohnen, sind hier wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viele Insekten. Und das ist wirklich super nervig. Also es war letzten Sommer wirklich eine Katastrophe. Es war halt einfach wieder so ein totaler Change und Downgrade, weil wir in der Wohnung davor halt überhaupt keine Kakerlaken hatten und hier gefühlt, oh Gott, habe ich bei uns vorne am Eingang irgendwie gefühlt fast jeden Tag eine gefunden. Also es war wirklich furchtbar. Also ich meine, ich bin dadurch jetzt etwas abgehärteter mit Kakerlaken, aber ich brauche die immer noch nicht in meinem Leben. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass wenn ich hier mehr Pflanzen reinstelle, dass dann irgendwie noch mehr Insekten kommen. Und wir haben noch ein Problem. Das passiert bei hölzernen Wohnungen nämlich nicht, sondern bei Concrete und zwar auch nur im Erdgeschoss. Man hat ziemlich krassen Schimmel. Ja, das Problem ist, dass der Winter ziemlich feucht war letztes Jahr und ich bin ehrlich gesagt an die Decke gegangen. Also ich bin richtig verzweifelt. Es war so schlimm. Ich meine, hier war jetzt nicht so viel, aber ich kann es euch gleich in den anderen Zimmern zeigen. Da ist jetzt mittlerweile alles sauber. Ich habe wirklich gekämpft, bis dieser scheiß Schimmel weg ist. Also es ist eine Katastrophe gewesen im Winter. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt wirklich nicht, wie lange wir hier noch in der Wohnung bleiben. Ich meine, von der Anbindung her und von der Gegend ist es wirklich wunderschön. Hier sind so viele Parks, hier ist ein großer See, hier sind viele Schreine und Tempel. Aber es ist halt einfach die Wohnung an sich. Im Winter eine pure Katastrophe. Und im Sommer mit den Kakerlaken. Und was auch noch eine Sache ist, die werde ich euch aber natürlich nicht zeigen, weil man dann zu viel von draußen sieht. Der Balkon ist wesentlich kleiner als davor. Also wir hatten ja irgendwie in der alten Wohnung ja auch nur so einen recht schmalen Balkon, aber der war wenigstens irgendwie in der Länge größer. Und der hier ist wirklich winzig. Also man kann eigentlich nur gefühlt die Wäsche aufhängen und das war's. Also Shiori wird da leider auch nicht irgendwie im Sommer spielen können. Das ist halt die Sache, ne? Tokio ist halt wahnsinnig teuer. Und wir wohnen halt jetzt auch immer noch nicht allzu weit von seinen Eltern weg. Ich meine, in letzter Zeit haben wir es sogar so gemacht, dass wir sie immer einmal am Wochenende besucht haben. Aber das ist halt die Sache. Unter der Woche arbeiten sie immer noch und können halt leider nicht so viel unterstützen. Und ja, meine ganze Zeit wird halt in Shiori gesteckt unter der Woche. So, dann zeige ich hier euch nochmal so ein bisschen, was sich hinter den Türen verbirgt. Hier sind meine ganzen Klamotten drin. So ein bisschen so nach Röcken und Kleidern und Jacken sortiert. Und hier Pullover und T-Shirts etc. Und da unten sind die Schlafsachen drin. Und hier auf der anderen Seite, so, ja, diese Schiebetüren. Hier sind Shioris Klamotten. Und ja, hier oben ist noch ein Cosplay, was ich auch noch unbedingt anprobieren muss. Genau, und hier oben, vielleicht sieht man es, Moment. Hier oben ist so ein bisschen so mein Storage, da sind so viele meiner Sachen drin. Ich muss auch sagen, es ist auch noch ein Großteil von mir in Deutschland. Die muss ich auch endlich mal herholen. Teilweise noch recht viele Mangas und Artbooks und so. Und ja, die hätte ich langsam auch noch mal wieder ganz gerne eigentlich. So, dann geht's hier ab in die Küche. Das ist unsere kleine, feine japanische Küche. Hier koche ich immer ganz fleißig, beziehungsweise versuche es. Ich könnte wirklich ein bisschen besser sein, was das Kochen anbelangt. Aber hey, ich gebe mir Mühe. Genau, und wie ihr hier seht, haben wir leider nicht so viele Waschbecken wie in der letzten Wohnung. Deswegen putzen wir hier unsere Zähne jeden Tag. Wenn ich Geschirr gewaschen habe, packe ich es hierhin immer zum Trocknen. Da sind ein paar Kochbücher, unser Reis, meine Brotbackmaschine, der Wasserkocher, unser Reiskocher, die Mikrowelle. Und dieser Schrank hier, der schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, obwohl er erst letztes Jahr gekauft wurde. Ja, jetzt werdet ihr euch bestimmt wundern, wieso dieser Schrank hier so ein bisschen mit Abstand nach vorne steht. Ja, hier habe ich tatsächlich letztes Jahr meinen totalen Verzweiflungsanfall bekommen, als ich mitten im Winter gemerkt habe, dass dieser Schrank vor allem da unten
voller Schimmel war. Ich bin wirklich durchgedreht. Und ich habe das ganze Ding jetzt wirklich sauber gekriegt, dass jetzt nichts mehr dort ist. Genau, und hier in den Schubladen sind so unsere Essenssachen drin. Ein paar deutsche Tees. Ich mag das hier immer total gerne. So eine Hot Lemon. Nudeln, Suppen, Curry. Genau, hier sind auch Nudeln, Tees. Ganz, ganz viel Nori und Wakame. Genau, hier ist das Mehl zum Backen. Wie heißen die denn? Dieses Proteinpulver für Proteinshakes von meinem Mann. Meine tägliche Cinnamon Roll, meine Cereals für jeden Tag. Genau, das ist da unten so drin. Genau, und hier, das sind die Mülltüten für unseren Mülleimer. Hier haben wir so die ganz typischen Sachen wie Backpapier, Alufolie und, wie heißt denn das? Plastic Wrap? Oh Gott, was ist Deutsch? Unten sind hier noch ein paar Küchengeräte drin. Ach ja, und übrigens, falls ihr euch fragt, dieses Ding hier ist unser Sicherheitsmechanismus. Also sowas hatte ich auch noch nie vorher. Also alle Türen, alle Fenster sind damit gesichert, ja, dass niemand einbrechen kann. Ich meine, Japan ist eigentlich eh sehr, sehr, sehr sicher, aber man weiß ja nie. Hier ist unsere Waschmaschine. So, ich denke, ich fülle mal von hier aus. Ist, glaube ich, einfacher. Genau, mein Rucksack, um so ein paar Medikamente von uns. OxyClean, das Ding, womit alles sauber wird. Und das Praktische ist, der Kinderwagen passt hier halt auch perfekt rein. Ich könnte eigentlich mal Licht anmachen nebenbei. So, dann ist es hier nicht so dunkel. Also es ist immer noch die alte Waschmaschine wie davor. Die wäscht halt immer noch kalt, aber mein Mann hat den super Trick gemacht. Und zwar ist hier nämlich gleich das Bad nebenan. Und wie ihr seht, ist hier ein Verlängerungsteil von dem Duschkopf, sodass man hier ohne Probleme das Ding hier reinhängen kann und heiß waschen kann. Denn ich muss wirklich sagen, also sowas wie zum Beispiel Handtücher und Unterwäsche wasche ich doch gerne heiß. Das ist mir doch irgendwie lieber. Das hier ist ein Genkan, nennt man das. Das ist der Schuhschrank. Hier sind ganz, ganz viele Goki-Buddy-Sachen gerade. Einfach schon mal zur Vorbereitung, weil der Sommer bald kommt. Hier habe ich mich so ein bisschen austoben wollen, damit es wenigstens ein bisschen freundlicher aussieht. Ah, und das ist vielleicht ganz interessant. Das haben wir neulich bekommen. Das hier ist nämlich ein Handtuch für den Fall, dass irgendwie eine große Naturkatastrophe passiert oder ein großes Erdbeben. Und diese Handtücher, die hängt man dann nämlich an die Türklinke draußen, sodass die ganzen Helferteams, die dann unterwegs sind, dann sehen, dass hier keine Hilfe benötigt wird. Also das heißt, wenn draußen kein Handtuch hängt, also jetzt schlagen sie nicht die Tür ein, aber dann schauen sie auf jeden Fall ein bisschen direkter nach, ob alles okay ist. So, und hier gibt es eigentlich nichts Spannendes am Genkan, bis auf meine Magnetwand. Das habe ich mir irgendwie als kleines Hobby jetzt irgendwie angeeignet in letzter Zeit, also auch so in den letzten Jahren, dass ich überall, wo wir hinfahren, dann immer einen Magneten mitnehme, mindestens einen, und der kommt dann an die Tür. Vorher war unser Kühlschrank damit voll in der alten Wohnung und jetzt ist meine ganze Sammlung hier. Ja, wo ich schon das Bad erwähnt habe, dann können wir doch eigentlich gleich schon mal im Bad weitermachen. Denn wenn man sich hier so umdreht, also man kommt quasi so in die Wohnung rein, dann sieht man erstmal eine Menge Taschen. So, und kommt dann hier rein in so einen Vorraum. Hier sind Handtücher, Waschmittel, so ganz viel Badezimmerzeugs. Ich stelle mich mal so ein bisschen ins Bad rein, so. Genau, das sind so eigentlich diese ganzen Badezimmersachen mit den großen Handtüchern unten. Das hier ist übrigens ein Haarlasergerät, das ich unbedingt mal wieder benutzen muss, wenn ich mehr Zeit habe. Es ist leider sehr zeitintensiv, aber ja, das Ding bringt wenigstens was. So, und das hier ist ein sehr typisch japanisches Badezimmer. Das habt ihr bestimmt schon überall gesehen. Ich muss leider sagen, das hier ist wirklich ein Downgrade zu dem Badezimmer, was wir davor hatten, was schöne Fliesen hatte. Und das hier ist halt so ein Plastikding. Also ja, sagen wir so, man macht das Beste draus. Also theoretisch könnte man auch eigentlich hier seine Zähne putzen, aber ich muss sagen, dieses Waschbecken benutze ich nur, wenn ich mit Hand wasche. Und hier, das ist auch ganz praktisch, gibt es hier auch nochmal so ein Ding, was man zumachen kann, wenn man ein bisschen schüchtern ist. Ich hatte neulich mal so einen Bericht gesehen, weil, wie ihr hier merkt, man kann ja wirklich direkt hier reingucken. Also wenn jemand vor der Tür stehen würde und hier durchlinsen würde, würde er direkt nackte Leute sehen. Deswegen ist das Ding hier tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Und hier ganz versteckt ist die großartige japanische Toilette. Habe ich hier schon Licht angemacht?
Nein, jetzt ist Licht an. Auch hier wieder ein Fenster, wodurch man nicht schauen kann. So, und ja genau, gerade ist Toilettentraining angesagt. Und ja, das ist unser wunderschönes japanisches Klo. Ja, ich muss immer überall irgendwas hinkleben, damit es irgendwie süß aussieht. Das ist bei Wohnungen wie diesen tatsächlich gar nicht so einfach, das irgendwie schön zu machen. Oder ich bin einfach nur unbegabt, das kann auch sein. So, kommen wir nun zum letzten Raum hier in unserer Wohnung. Und zwar diesem hier, ja, mein Problemkindraum. Also ich meine, ich mag diesen Raum eigentlich ganz gerne. Da ist mein Futon, das war vorher auf dem Boden. Mein Mann hat es aus irgendeinem Grund jetzt dahin gepackt. Ja, genau, also das ist quasi das Schlafzimmer. Das sind so die Klamotten von meinem Mann. Da sind so ein paar von seinen Sachen, weil er hat ja auch ein paar Sachen. Auch oben hier in dem Storage sind auch ein paar Sachen von ihm drin und auch von uns. Hier sind, das kann ich kurz mal zeigen. So, hier sind unsere Jacken drin. Und unten sind die Futons drin. Ja, und jetzt werdet ihr euch fragen, das Zimmer ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber es ist so leer. Es ist so verdammt leer und boring. Ich weiß auch nicht warum, aber in diesem Zimmer hatten wir auch ein richtig krasses Schimmelproblem. Und ich würde eigentlich diese Ecke hier so gerne für irgendwas nutzen, aber das kann zu knicken. Also ihr seht auch hier, dieses Ding ist auch so ein bisschen zum Feuchtigkeit absorbieren. Wir haben hier sogar noch ein Luftreinigungsgerät drin. Also es war wirklich richtig, richtig schlimm. Also diese Geräte kann ich sehr empfehlen. Also die reinigen die Luft, die trocknen die Wäsche und sie entziehen der Luft die Feuchtigkeit, was wirklich sehr gut ist. Aber es hat halt auch jetzt nicht so viel gebracht. Ja, das war leider wirklich sehr, sehr krass hier. Deswegen kann ich hier nicht so viel machen in diesem Raum. Also es war wirklich eine Heidenarbeit, alles irgendwie zu reinigen und wieder sauber zu kriegen. Ich war wirklich den ganzen Winter gefühlt damit beschäftigt. Es war wirklich hart. Ja, und noch ein Ding. Hier habe ich auch neulich alles abgeklebt, weil ganz urplötzlich Ameisen hier reinkamen. Also es hört hier tatsächlich nicht auf mit den ganzen Sachen. Also irgendwie ist immer irgendwas und es gibt immer irgendwas zu tun in dieser Wohnung. Deswegen schauen wir auch gerade die ganze Zeit so ein bisschen auch nach anderen Wohnungen irgendwo. Und hoffentlich findet sich irgendwann mal irgendwie was. Ja, also ihr seht, so ganz einfach ist das nicht mit der Wohnungssuche in Japan. Das kriege ich aber auch bei anderen Leuten mit. Denn entweder hast du total das Problem mit irgendwelchen blöden Nachbarn oder die Wohnung ist nicht so pralle und du hast halt Schimmel oder Insekten oder es kommen, glaube ich, in Japan gefühlt so viel mehr Faktoren zu, wenn du nach Wohnungen schaust. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz schwierig. Ja, aber wie gesagt, also aktuell schauen wir uns gerade um. Ja, das nächste Ziel wäre halt schon irgendwie eine Wohnung oder ein kleines Haus oder so irgendwo, wo auch Shiori ihr eigenes Zimmer haben kann. Wir sind jetzt da in dem einen Zimmer zu dritt, da schlafen wir immer auf unseren Futons. Sie hat auch noch so ein kleines Futon. Aber das muss halt auch demnächst ein bisschen größer werden. Und einfach auch, dass sie so ihr eigenes Reich hat und ja, sich dann entfalten kann und das alles auch dann später nach ihrem Geschmack einrichten kann. Denn aktuell ist es wirklich nur so ein, ja, ich würde sagen, so ein Übergangsding. Deswegen habe ich auch echt überlegt, soll ich eine Roomtour machen oder nicht? Also ich meine, erstmal schien es ja so, dass wir hier ein bisschen noch bleiben, aber es sind halt einfach so viele negative Punkte, dass wir einfach jetzt wieder nach irgendwas schauen. Und das nächste sollte vor allem irgendetwas sein, was dann auch wirklich etwas fester ist für eine wirklich längere Zeit, wo sie auch noch wachsen kann, weil ich meine, sie wird noch enorm viel wachsen. Aber naja, wer weiß, ist vielleicht auch mal so ganz interessant zu sehen, wie Leute so wohnen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, auf YouTube sind immer nur diese ganzen Bonzen Apartments und Villen, nein, jetzt nicht Villen, aber halt so große Häuser und halt voll die schönen Apartments und das hier ist halt dann, ja, nicht so pralle. Oh je, wie gesagt, aber naja, wir machen halt irgendwie gerade das Beste draus und schauen uns um und wenn man irgendwie irgendwo was Nettes findet, geht's dann dorthin und schon wieder ein Krankenwagen. Oh Mann. Genau, ich glaube, ich habe soweit alles erklärt, also genau, also im Sommer ist es hier sehr heiß, im Winter ist es sehr kalt, aber dafür haben wir die Aircons, wir haben so einen mobilen Heater, wir haben einen Ventilator, wir haben das Kotatsu, also Kotatsu sind heilig. Oh Gott, also falls ich irgendwas vergessen haben sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich antworte, wie gesagt, immer auf alles. Ihr könnt mich alles fragen. Ich glaube, ich bin dann soweit durch mit meiner Roomtour, die wirklich sehr überfällig war. Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber ich war mir dann irgendwie nicht so sicher, ob ich es dann wirklich machen sollte, aber es haben mich wirklich so viele Leute gefragt und immer wieder, dass ich
mir dachte, ey komm, jetzt mache ich es einfach mal, jetzt habe ich es für euch gefilmt und jetzt habe ich meine Ruhe. Jetzt kann ich mich wieder auf andere Videos konzentrieren. Außerdem stirbt gerade mein Arm ab wegen dem Stabilizer. Oh Gott. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war irgendwie interessant für euch. Und ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr wollt, auch sehr gerne ein Abo auf meinem Kanal, um meine Arbeit zu unterstützen. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!